Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp und ich bin Group Product Manager bei Central. In diesem Video zeige ich euch den Menüpunkt Text Templates in der Central UI, in der Central Connect UI. Fangen wir mal mit der Frage an, was sind denn eigentlich Text-Templates und wofür brauche ich das? Wie in fast allen anderen Menüpunkten hier auch, stellen Text-Templates eine Komponente bereit, die ich dann in Workflows wieder einsetzen kann. Das heißt, in meinem Workflow-Design habe ich die Komponente Text-Templates und dort kann ich ein Text-Template von denen, die hier vorbereitet sind, auswählen und dieses eben in meinem Workflow benutzen. Und wofür mache ich das? Das mache ich typischerweise dann, wenn ich Daten in einem definierten Ausgabeformat, zum Beispiel als File, CSV, XML, irgendein EDI-Format etc., ausgeben möchte. Ja, ich habe also Daten, die in meinem Workflow sind. Diese Daten möchte ich in ein bestimmtes Ausgabeformat bringen. Dafür gebe ich die Daten in mein Text-Template rein und der Output meines Text-Templates, den kann ich dann direkt zum Beispiel als CSV-Datei ablegen und diese CSV-Datei dann auf einen anderen Server schieben. Und dieser Text-Template-Generator macht im Endeffekt ziemlich genau das, was der Name sagt. Er stellt Text-Templates bereit. Und diese werden, wie gesagt, hier wieder gelistet. Den Tabellenview kennt ihr schon mit Such-Filtermöglichkeiten, CSV-Exportmöglichkeiten, das ist alles bekannt. Und auch hier hat man wieder die Aufteilung in den Pinsel, im Aktionsmenü, der in den Editor führt und dem Stift, der in die Konfiguration dieses Text-Templates führt. Schauen wir uns mal ein Text-Template an, zum Beispiel das Product Export Text-Template hier und öffnen den Editor über den Pinsel. Und dann sieht das Ganze so aus und jetzt erkennt man, was das Text-Template tatsächlich ist. Das ist nämlich ein Twig-Generator. Das heißt, hier wird ein Twig-Template generiert, das dann dafür sorgt, dass die Daten im gewünschten Format ausgegeben werden. Auf dieser Seite hier links habe ich meine Datenquelle, meine Datenstruktur, die als Standarddatenquelle sozusagen diesem Text-Template zugrunde liegt. Und auf dieser Seite habe ich verschiedene Twig-Hilfsfunktionalitäten, die ich einsetzen kann. Auch hier wieder, das hatten wir im Bereich der Datenstrukturen schon. Die Basis eines Text-Templates ist immer eine Datenstruktur. Ich brauche also Daten in einer Datenstruktur, die ich in das Text-Template, in die Text-Template-Komponente hineingebe. Und dann werden die Daten entsprechend dieses Templates, das ich hier aufbaue, bearbeitet. Ich lehre das mal und zeige mal ganz schnell, wie ich entsprechend eine CSV-Datei aufbauen kann. Ich möchte also eine CSV-Datei haben. Und ich fange mal mit dem Header an, der eine ID hat, der soll einen Product Type haben und der soll vielleicht noch einen Title haben. Ja? Als Trendzeichen habe ich mich einfach hier für Semikolon entschieden. Das kann ich auch in beliebiger anderer Art und Weise machen. Und jetzt möchte ich also hier Variablen einfügen, damit am Ende ein CSV-Template dabei rauskommt. Das ist ziemlich einfach. Ich muss hier nur die ID, das Feld in der Datenstruktur anklicken und entsprechend einfach hier hinein pasten. Und dann schreibt das System mir hier die Syntax dieser Variable richtig hinein. Dann füge ich mein Trendzeichen ein, suche meinen Product Type und füge den auch hinzu. Und man sieht auch, dass er hier die Dot Notation beispielsweise direkt richtig einfügt. Und dann nehme ich hier unten meinen Title und füge den auch hinzu. Und jetzt habe ich meine CSV-Datenstruktur im Endeffekt fertig. Ich könnte diese jetzt speichern. Hier im Central Standard Projekt habe ich keine Speichermöglichkeit. Aber wenn ich beispielsweise in meinem Default-Projekt bin, könnte ich jetzt entsprechend hier natürlich auch speichern und kann dann dieses CSV-Template einsetzen, um es in meinem Workflow zu benutzen. Und das Schöne daran ist, dass ich das Ganze nicht nur mit CSV machen kann, sondern ich kann beispielsweise auch XML-Dateien generieren. Ich kann eigentlich jede Art von Dateitemplate benutzen, kann das also nutzen, um solche Formate wie Datanorm oder BME-Cut zu generieren, verschiedene EDI-Formate. Ich kann auch HTML-Formate beispielsweise ausgeben, ja, oder das Ganze einfach so eine Art Lückentext generieren, wo eben in den Lücken Variablen eingesetzt werden, dynamisch etc. Also auch da habe ich wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das bleibt so ein bisschen eurer Fantasie und eurem Anwendungsfall vorbehalten, welche Art von File oder welche Art von Inhalt ihr entsprechend hier generieren wollt. Das Tool an sich ist erstmal sehr, sehr flexibel ausgelegt. Wichtig nochmal,
Dieses Text-Template, der Output eines Text-Templates ist nicht das File selbst, nicht die physikalische Datei, sondern der Inhalt eines Files. Und ihr müsstet dann diesen Inhalt, wenn ihr zum Beispiel eine CSV-Datei exportieren wollt, über zum Beispiel die FTP-Komponente als physikalisches File ablegen mit dem Inhalt dieses Text-Templates. Dazu gibt es übrigens auch noch Use-Case-Videos, die an einem konkreten Beispiel zeigen, wie man diese Text-Templates benutzt. Schaut euch das gerne auch dazu an. Ganz kurz noch ein Blick hier in die Basiskonfiguration, nur einfach der Vollständigkeit halber, hat eine Bezeichnung und hier einen CSV-Typ. Und hier sieht man auch schon, dass es eben verschiedene Vorlagen gibt, mit denen ich auch arbeiten kann, um eben verschiedene Typen von Datei oder von Dateiinhalt entsprechend zu generieren. Also, probiert das gerne aus. Ja, typischer Anwendungsfall, Produktdaten in eine CSV exportieren zum Beispiel, um Google Shopping oder sowas zu versorgen. Solche Sachen kann man hiermit sehr, sehr schnell und einfach zusammenbauen in Connect. Probiert das, wie gesagt, gerne aus. Wenn Fragen dazu sind, meldet euch wie immer gerne.